Herr Werner, Sie sind ja berühmt, ich würde nicht sagen berüchtigt, aber berühmt geworden durch Ihre sehr klare Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist hochinteressant, weil das inzwischen ja auch zu einer zentralen Forderung der Piraten geworden ist. Sie waren also der erste Freibeuter, der erste Pirat, der dieses Thema zu seinem eigenen gemacht hat. Klingt gut, aber ist das nicht doch eine sehr blauäugige Vorstellung, die überhaupt nicht darüber nachdenken muss, wie man so etwas realisieren, sprich finanzieren könnte? Sie können sich das leisten, das zu fordern. Reden wir mal nicht über Finanzieren, sondern nehmen wir uns mal die Studenten hier, die jungen Menschen. Ne? Was Tatsache ist, dass wenn wir auf der Welt sind, müssen wir leben. Das leuchtet ein, ne? Soweit gehen wir mit. Ja, das können wir unterschreiben. Und wenn man in dieser Welt leben will, braucht man Einkommen. Sonst kann man nicht leben. Da geht es ja auch noch mit. Ne? Ohne Einkommen kann man nicht leben. Also, und jetzt wollen Sie studieren und dann wollen Sie tätig werden in der Welt. Sie wollen tätig werden, heißt ja, die Welt verändern. Das können Sie nicht machen, wenn Sie kein Einkommen haben. Deswegen arbeitet man. Wollte Ihnen nur die Vorlage geben. Ja, arbeiten tut man, weil man sich als Mensch verändern will. Also es geht um Leben und Entwickeln. Das ist das, was einen Menschen ausmacht. Das Tier zum Beispiel, das will nur leben. Der Mensch will sich aber entwickeln. Ja. Und jeder Einzelne von Ihnen weiß noch gar nicht, was für ein Mensch Sie mal sterben. Das ist hochspannend, wird es. Ne? In welcher Weise. Und keiner von Ihnen will so bleiben, wie er heute ist. Das wäre eine Katastrophe. Ne? Stellen Sie mal vor, in 20 Jahren kommt jemand zu Ihnen, noch genau wie vor 20 Jahren. Ne? Ja. Das wäre eine Katastrophe. Also der Mensch will sich entwickeln. Zum Entwickeln brauche ich die Arbeit. Zum Leben brauche ich das Einkommen. Und da ist mir dann klar geworden, nachdem ich hunderte von Einstellungsgesprächen zwangsläufig geführt habe, dass das Einkommen nicht die Bezahlung der Arbeit ist, sondern die Voraussetzung. Das ist unser Denkfehler. Unser Denkfehler, den wir haben, ist, dass wir meinen, mit der Arbeit wird das Einkommen generiert. Umgekehrt, weil wir das Einkommen haben, können wir arbeiten. Und das hat auch, sagen wir, den ganzen Blick in unser Unternehmen total verändert, als wir uns klar gemacht haben, die Menschen, die bei uns tätig sind, brauchen ein Einkommen, damit sie es leisten können, bei uns zu arbeiten. Aber Ihr Lebenslauf ist doch das Gegenbeispiel. Nein, Sie haben gearbeitet, haben damit Einkommen generiert, leben und verwirklichen sich. Nein. Das war die Reihenfolge. Sie haben hier Ihre Filiale aufgemacht. Nein, es war immer jemand da. Mit harter Arbeit. Nein. Doch. Nein. Es war immer jemand da, der mich investiert hat. Es war immer jemand da, der mir die Voraussetzung gegeben hat. Es war immer jemand da, der Vertrauen in mich gesetzt hat und gesagt, Herr Werner, zeigen Sie mal, was Sie können. Und genau das sagt das Grundeinkommen. Das Grundeinkommen sagt eigentlich zu jedem Einzelnen, wir gewähren dir, dass du bescheiden, aber menschenwürdig leben kannst. Jetzt zeig mal, was du kannst. Das ist eigentlich die Aufforderung an Sie. Also Grundeinkommen, um das nochmal kurz zu sagen, heißt, der Staat gibt jedem Bürger... Nicht der Staat, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft gibt jedem Bürger eine Summe, im Raum stehen dann so 1.000 Euro oder so, aber ist jetzt mal egal. Die kriegt man grundsätzlich immer. Weil man ein Mensch ist, weil man ein Bruder und eine Schwester ist. Unser normales System ist ja, wir sagen ja bisher, man arbeitet, verdient Geld, lebt davon. Wenn man aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten kann, ist man bedürftig, bekommt man vom Staat Geld, Hartz IV. Sie sagen andersrum, jeder kriegt erstmal die 1.000 Euro und dann sehen wir weiter. Genau, dann sehen wir weiter. Dann haben Sie das große Vertrauen, dass die Leute dann auch Lust haben zu arbeiten. Dadurch hat er einen Freiheitsraum. Also Schiller hat es anders ausgedrückt. 1792 in den Augustenburger Briefen, der sagte, der Mensch isst noch nicht viel, wenn er warm wohnt und satt zu essen hat. Aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, Klammer auf Grundeinkommen haben, damit die bessere Natur sich in ihm regen kann. Also erst, wenn ich sozusagen eine Existenzsicherung habe, dann kann ich sagen, ja, was will ich denn eigentlich wirklich? Nicht, was wollen die anderen, sondern was will ich? Und dann kann ich auch das Risiko eingehen, etwas zu machen, was nicht gleich so glänzend bezahlt wird. Etwas zu studieren, was meiner Intuition entspricht, aber was nicht gleich. Das ist eigentlich der Unterschied. Ne? Aber das ist ein kopernikanischer Weg. Darf ich Ihnen vielleicht mit meinem Krämer-Händler-Verständnis klar machen? Wenn Sie Studenten sind, mal ganz kritisch, wenn Sie bei uns einkaufen und holen eine Tube Zahncreme aus dem Regal, dann meinen Sie alle, wenn Sie an die Kasse gehen, würden Sie diese Tube Zahncreme bezahlen. Das ist ein Irrtum. Nämlich die Tube Zahncreme, die Sie aus dem Regal nehmen, die ist ja schon bezahlt, sonst können Sie gar nicht im Regal stehen. Was Sie an der Kasse bezahlen, ist, dass Sie uns wieder in die Situation versetzen, wieder eine Tube Zahncreme
kaufen zu können. Und so müssen Sie sehen, Zahlung ist nie rückwärtsgewandt. Zahlung ist immer vorwärtsgewandt. Zahlung macht nicht quitt, sondern wenn Sie bei uns kaufen, dann geben Sie uns einen Auftrag, weiter so zu machen. Und wenn Sie ein Einkommen bekommen, dann geben wir den Auftrag, jetzt zeig mal, was du kannst. Aber Herr Werner, Sie haben ja Ihre Idee selber nicht so recht getraut, denn Sie haben ja eine Umfrage in Auftrag gegeben und da steht drin, wenn man Ihrer Idee folgt, würden 45%, also fast die Hälfte der Menschen, weil der Mensch so ist, wie er ist, nicht was er ist, sondern wie er ist, eben weniger arbeiten würde. Die Hälfte würde weniger arbeiten. Was bedeutet das für unser Gemeinwesen? Vielleicht arbeiten im Sinne von weisungsgebundener, bezahlter, sozialversicherungspflichtiger Arbeit. Stattdessen? Aber wenn die alleinerziehende Mutter, wenn sie ein Grundeinkommen hat, sagt, jetzt tue ich nicht mehr 35 Stunden die Woche arbeiten, sondern nur noch 25 und kümmere mich mehr um meine Kinder, hat er dann weniger gearbeitet. Hat die Mutter dann weniger gearbeitet. Das ist unser Denkmodell mit der Arbeit. Wir werden immer tätig für andere sein. Und je mehr wir Tätigkeitsraum eröffnen, wo andere das tun, was sie für sinnvoll, für notwendig, für sinnvoll halten, desto besser geht es der Gesellschaft. Glauben Sie mir. Das habe ich ja im Unternehmen erlebt. Je mehr wir sozusagen, also früher wurde immer gedacht, die Organisation als was Stringentes, was Eingrenzendes. Das ist übrigens ein ganz einfacher, ich hätte fast gesagt Trick, ne? Aber es ist ein anderes Bewusstsein, dass ich die Vorstellung, die Organisation als etwas betrachtet, was öffnet. Nicht was abgrenzt, sondern was öffnet. Und dann werden die Menschen tätig und die haben dann die tollsten Ideen. Das Faszinierende an Ihrer Idee ist ja, dass Sie im Grunde den Menschen vertrauen wieder und dass Sie sagen, ich gebe sozusagen erstmal diesen Vorschuss. Und dann entwickelt er die Freiheit, sich so zu verhalten, dass es in der Summe auch der Gemeinschaft dient und so weiter. Der Einwand lautet ja regelmäßig, ich gebe zu, dass ich noch nicht ganz auf Ihrer Seite bin und mich diesem Einwand eher anschließe, es entspricht nicht sozusagen der normalen menschlichen Natur. Sie haben vorhin das schöne Beispiel gesagt und da passte es mit der Zahnpastatube. Bei den meisten Menschen, würde ich behaupten, ist es halt schon so, dass sie an der Kasse denken, sie zahlen die Zahnpastatube. Das ist eine kopernikanische Wende, ist das unser Denken. Ja. Da sind wir natürlich noch lange nicht so weit. Aber Entwicklung kann schnell gehen. Ne? Haben Sie ja selber gesagt vor 2 Jahren. Sie sagen also jetzt mal langsam mit dieser Idee, die ich selber kreiert habe, die Gesellschaft in diesem Land, die ist noch nicht reif dafür. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das wäre obrigkeitsmäßig gewesen. Nein, es müssen, Doch, müssen halt immer mehr Menschen. Haben Sie sogar geschrieben? Ja, dann nehme ich es zurück. Oder schreiben lassen. Dann nehme ich es zurück. Nein, eine Idee muss sozusagen epidemisch werden. Ne? Ja, müssen immer mehr Menschen, also wenn jetzt von den Studenten hier nachher einige rausgehen und sagen, diese Idee will ich mal verfolgen. Und zwar in Form einer ergebnisoffenen Forschungsfrage. Dann befördert es die Idee weiter. Ja. Jetzt haben Je mehr Menschen das denken können, also wenn die Menschen nicht hätten träumen und denken können, wie das ist, wenn ein Mensch fliegt, hätten wir heute kein einziges Flugzeug. Guter Punkt. Klar. Und jetzt haben wir 1:0. Und jetzt haben wir ja auch eine Partei, Gottlieb hat es vorhin gesagt, die Piraten, die diese Idee ihres Grundeinkommens ja sogar in ihre Programmatik, soweit man da von Programmatik sprechen kann, aufgenommen haben. Da fühlen Sie sich natürlich jetzt bestätigt. Nein, überhaupt nicht. Sind Sie schon eingetreten? Sind Sie Mitglied? Nein, um Gottes Willen. Warum nicht eigentlich? Nein, das ist nicht meine Sache. Für mich ist es ein Forschungsgegenstand und ist sozusagen ein Polarstern, an dem man sich orientieren muss. Aber je mehr Menschen, sein, wenn die erste Partei sich ihrer Idee anschließt. Deswegen freue ich mich darüber, dass jetzt immer mehr Menschen kommen und das sozusagen sich damit identifizieren. Ja. Und wenn das eine Partei noch dazu, die einen erstaunlichen Erfolg hat, jetzt in ihr Programm nimmt, dann führt es dazu, dass andere Parteien sagen müssen, hoppla, wieso sind die eigentlich so erfolgreich? Das könnte an dem Grundeinkommen liegen. Da müssen wir uns jetzt mal mit auseinandersetzen. Und je mehr Menschen anfangen, darüber zu denken, ne, nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das sagte der Victor Hugo. Und wenn jetzt andere sich damit beschäftigen, ja, dann wird die Idee epidemisch. Ja. Und wenn die Idee epidemisch ist, also wenn genügend Menschen der Gesellschaft, wenn es für genügend Menschen der Gesellschaft vorstellbar wird, dass ein Mensch fliegen kann, ne? Oder dass ein Mensch Flügel bekommt, wenn er ein Grundeinkommen hat, ja? Dann wird es auch realisiert, glaubst du? Und da
Da werden die Leute ganz eilig sein, das zu verwirklichen. Okay, da müssen wir spätestens jetzt doch auf das Thema kommen, das Ihnen nicht so gefällt, nämlich die Finanzierung. Ja. Vorhin haben Sie gesagt, reden wir mal lieber nicht über das Geld. Das ist wahnsinnig teuer. Nicht gleich am Anfang. Nicht gleich am Gut, Anfang. also jetzt können wir es machen. Jetzt Ja. haben wir 10 Minuten Ja. über die Sache geredet. Ja. Jetzt reden wir über das Ja. schnöde Thema, wie finanzieren wir klar. das. Es ist ein sehr teures Modell. Logisch, 1.000 Euro für jeden. Und wie finanzieren Sie das? Das ist ein Problem unseres Geldbegriffes. Das größte Problem, was wir haben, dass wir meinen, Geld hätte einen Wert an sich. Und gar nicht bemerken, dass warum wir den Geldschein Geldschein nennen. Weil es eben nur ein Scheinwert ist. Der Wert sind die produzierten, die hervorgebrachten Güter und Dienstleistungen, von denen wir leben. Also wenn wir etwas finanzieren wollen, müssen wir nicht fragen, wo ist das Geld, sondern wo sind die Güter. Und wenn Sie jetzt in unsere Gesellschaft gucken und fragen, wo sind die Güter, dann werden Sie feststellen, wir waren noch nie so reich wie heute. Wir waren noch nie so reich wie heute. Wir haben genügend Güter und Dienstleistungen, um jedem Menschen in unserer Gesellschaft ein bescheidenes, aber menschenwürdiges Leben im Sinne des Artikel 1 unserer Verfassung, die Würde des Menschen unantastbar zu garantieren, verfassungsrechtlich. Da haben wir genügend Güter und Dienstleistungen. Ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, nee, Herr Werner, das ist nicht so. Das ist der Engpass. So, und wenn wir diese Güter und Dienstleistungen haben, dann müssen wir uns fragen, ja, wieso leisten wir uns dann Armut? Wieso leisten wir uns Kinderarmut, was ja dumm ist? Ne? Wieso leisten wir uns Altersarmut, was undankbar ist? Ne? Wieso leisten wir uns Existenzangst? Ne? Wieso setzen wir Menschen unter Druck, dass sie ihre bessere Natur im Sinne von Schiller nicht entwickeln können? Das ist ein reines Denkproblem, Herr Beise, wirklich. Es ist kein Finanzierungsproblem. Wenn Sie das mal sich sozusagen eingedacht haben in die Sache, legt es ja jedem warm, ne? Nahe, aber überzeugen kann man sich nur selbst. Je mehr Sie es, dann werden Sie sehen, dass das Geld spielt gar keine Rolle. Geld könnte drucken, das haben Sie jetzt in der Finanzkrise erlebt. Ne? Geld könnte beliebig vermehren. Ne? Die Frage ist, ob die entsprechenden Güter dazu da sind. Also das waren jetzt viele Grundgedanken, ist noch nicht das zu Ende gedachte Finanzierungsmodell, aber vielleicht Sie hätten gerne das Rezept mit Gelingensgarantie. Verbunden mit dem einen oder anderen Ansatz. Herr Werner, vieles von dem, was Sie sagen, beinhaltet ja auch ein Stück Kritik an unseren Eliten. Das hängt ja auch eng zusammen mit einem wachsenden Vertrauensverlust. Ob er nun zu Recht oder zu Unrecht entstanden ist, wissen wir nicht. Aber es gibt einen großen Vertrauensverlust in unsere Eliten, sei es nun Politik, Manager, selbst Wissenschaftler. Da hängt sehr viel auch mit der Schuldenkrise zusammen. Und ich frage mich manchmal, ob wir es uns dabei nicht doch ein bisschen auch zu leicht machen als Beobachter in diesem Üben von Kritik. Ob die Welt nicht inzwischen so komplex ist, in dieser Globalisierung und in dieser Geschwindigkeit der Digitalisierung, dass auch Eliten völlig überfordert sein müssen und es für sie möglicherweise eine Gnade ist, schon ein so nicht hohes Alter, aber doch schon sozusagen mit Anfang 60 so weit zu sein, wäre heute vielleicht gar nicht mehr möglich. Ich wollte Ihnen ein kleines Kompliment. Vielen Dank. Ja, also ich möchte es aus meiner bescheidenen Unternehmerperspektive beantworten. Das ist in einem Unternehmen ganz genauso. Wenn die Menschen im Unternehmen, also unsere Kolleginnen und Kollegen in Filialen, wenn die den Eindruck haben, dass wir Sachen machen, die nicht sinnvoll sind, dann verlieren die das Vertrauen. Dann suchen sie sich einen neuen Arbeitgeber, dann suchen sie einen anderen Arbeitsplatz. Und wenn die den Eindruck haben, halt mal, hier wird was gemacht, was mir einleuchtet, was unseren Kunden einleuchtet, das ist ja der Gradmesser. Ne? Es muss mir einleuchten als Mittätiger, wo ich ja meine Biografie in dieses Unternehmen, sage ich mal, hineinwidme, hätte fast gesagt Spende, nein, hineinwidme. Und den Kunden muss es einsichtig sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann laufen die Kunden weg, dann laufen die Mitarbeiter weg und dann geht das Unternehmen zugrunde. Und Sie haben einen wichtigen Punkt genannt, einsichtig sein. Das bedeutet erklären. Man muss das, was man entscheidet, erklären. Man muss die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das ist der Punkt. Ne? Und das können Sie überall in unserer Gesellschaft erleben. Wir brauchen, und das ist ein Problem für die Eliten. Ne? Also die Armut in unserer Gesellschaft ist kein Prekariatsproblem, sondern ist ein Elitenproblem. Ne? Weil die Eliten in der Gesellschaft, also die intelligenten Menschen und auch die entsprechende Mittel zur Verfügung haben, weil es denen nicht gelingt, die Gesellschaft zum Ausgleich zu bringen. Und das war die gleiche Situation wie am Vorabend der Französischen Revolution. Ich habe das in einem meiner Bücher beschrieben, mit großer Freude, muss ich sagen. Da ist das selbst erst richtig klar geworden. Das ist eine reine
Denkproblem, dass man das Ganze aus dem Auge verliert. Und wenn ich als Unternehmer das Ganze aus dem Auge verliere, dann geht das Unternehmen kaputt, früher oder später. Ist die Frage, wie hoch sind dann noch die Trägheitskräfte, die da drin stecken, aber dann läuft es auseinander. Und wenn jeder Einzelne von uns, wenn der seinen ganzen Organismus aus dem Auge verliert, ne, und meint, es macht's nichts, wenn er sich jeden Abend besauft, ne, dann kriegt er irgendwann die Quittung. Ne?